Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor längerer Zeit mal ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr die Kartenbasis für eure Karten selber machen könnt. Das Video verlinke ich euch hier oben. Was ich euch da gezeigt habe, war, wie ihr die Karten selber plus auch die Mattungen und die Umschläge dazu machen könnt. Was ich euch allerdings nicht gezeigt habe in diesem Video, war das Format der Slimline-Karte und das möchte ich heute noch nachholen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, ich werde euch wie gesagt eben die Slimline-Karten zeigen. Hier eine Variante, wie ihr euch einen eigenen Standard festlegen könnt, wenn ihr für die Mattung keine Cutting Dies verwendet, sondern die so schneidet. Dann habe ich hier eine Variante. Wenn ihr Cutting Dies verwendet, da zeige ich euch auch 3 Varianten, nämlich eine, die deckend ist mit der Mattung oder eben ohne Mattung, sondern das Element wird direkt draufgeklebt. Eine, die eine 0,5 cm Mattung hat, und zwar nur eine, und eine, wie ihr das machen könnt, wenn ihr 2 Mattungen haben wollt. Und was ihr berücksichtigen müsst, wenn ihr eben verschiedene solche Cutting Dies verwendet. Das ist das. Das Beispiel eben, was ich verwende, ist hier dieses Cutting Die, aber ich zeige euch auch noch andere. Zudem werde ich euch noch zeigen, wie ihr einen Umschlag für solche Karten machen könnt, wirklich komplett simpel, und auch wie ihr den berechnen könnt, damit es dann wirklich auch für eure Karte passt. Und wir werden heute keine Karte selber machen. Ich werde euch mit den verschiedenen Cutting Dies, die ich habe, wie auch dem, was ich heute einfach nur als Beispiel verwende, werde ich euch dann wirklich in der nächsten Zeit auch so ein paar Karten zeigen. Es geht mir mehr darum, ich hatte ja schon mal ein Basic-Video gemacht zu den Karten und da hat eben dieses Format gefehlt. Und es ist nicht nur so, dass die im Moment extrem trendy sind, das heißt, man sieht die wirklich überall, sondern es ist auch so manchmal, wenn man viele Karten gemacht hat, dann fehlen einem manchmal so ein bisschen die Ideen, und wenn man dann so einen Formatwechsel macht, dann kriegt man plötzlich wieder ganz neue Ideen. Von dem her wollte ich euch das heute unbedingt auch mal zeigen. Aber eben, wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Bei den anderen Karten hatte ich euch ja jeweils ein Standardmaß angegeben für die langen Karten und die viereckigen Karten. Bei den Slimline-Karten ist es ein bisschen schwieriger. Also ihr könnt, wenn ihr ohne diese Cutting Dies arbeitet, könnt ihr wunderbar für euch einfach einen Standard festlegen. Hier meine Empfehlung ist, dass ihr ein 21 cm mal 9 cm nehmt für die Karte. Das heißt, ihr würdet den Karton auf 21 cm mal 18 cm schneiden und dann bei 9 cm falzen. Dann hättet ihr so eine Slimline-Karte. Für die Mattung dann, ihr seht hier in grün, habe ich eine erste Mattung, die wie immer bei mir 0,5 cm kleiner. Das heißt, die Mattung würde ich auf 20,5 cm schneiden und in der Breite auf 8,5 cm. Wenn ihr eine zweite Mattung haben wollt, hier in weiß, dann wäre die auch wieder 0,5 cm kleiner. Das heißt, die wäre dann 20 cm in der Höhe und in der Breite 8 cm, und dann könnt ihr die wunderbar beschmücken. Also je nachdem, was ihr hier gerne haben möchtet. Das könnt ihr wunderbar machen, wenn ihr keine Background oder Cutting Dies verwendet für die Mattung. Das ist die eine Variante. Wenn ihr aber dann Cutting Dies habt, ich nehme hier mal dieses als Beispiel, das ich von Whimsy gekauft habe, und da ist es so, dass das natürlich eine Standardgröße hat. Ich verpacke bei mir die Cutting Dies immer so in Pakete, und bei diesen hier habe ich es effektiv so gemacht, dass ich mir die Maße auch gleich aufgeschrieben habe, damit ich da nicht jedes Mal nachmessen muss. Das Cutting Die hier ist in der Höhe, und ihr seht, ich habe das nicht das Metall das Ganze gemessen, sondern da, wo diese Schnittlinie ist, da habe ich gemessen.
Und das ist in der Höhe 20,3 cm und in der Breite 7,6 cm. Ich für mich habe dann gleich auch das so aufgeschrieben, wie wenn das eine erste Mattung wäre. Das heißt, die Karte wäre dann von der Höhe her 0,5 cm höher und auch 0,5 cm breiter. Das heißt, die wäre in dem Fall jetzt 20,8 cm hoch und 8,1 cm breit. Ich zeige euch kurz 3 Varianten, wie ich das jeweils mache. Das heißt, die erste Variante ist, dass ich gar keine Mattung habe, sondern die Karte gleich groß ist wie das Element. Das würde bedeuten, hier ist meine Karte 20,3 cm hoch und 7,6 cm breit, eben genau gleich wie das Cutting Die. Das heißt, hier würde ich die Karte schneiden auf 20,3 cm Höhe und 15,2 cm Breite und das dann bei 7,6 cm falzen. Und wenn ihr das so macht, dann habt ihr eben ein Element, was gleich groß ist oder die Karte, die gleich groß ist wie euer Element. Das ist eine Variante. Dann habe ich eine zweite Variante und da habe ich ringsherum einfach eine Mattung von 0,5 cm. Von dem her weil die Größe von dieser Mattung eben durch das Cutting Die vorgegeben ist, würde ich da einfach 0,5 cm je dazu rechnen. Das heißt, in der Höhe wäre dann meine Karte 20,8 cm und der Breite 8,1 cm und somit wären das eben in der Höhe 20,8 cm und in der Breite 16,2 cm, gefalzt bei 8,1 cm und dann habt ihr eine Karte, die quasi wie eine Mattung ringsherum hat. Das ist die zweite Variante. Die dritte Variante ist, wenn ihr wie 2 Mattungen habt. Das heißt, ich habe das Basiselement, das wäre meine erste Mattung, dann in grün die zweite Mattung und dann die Karte hinten dran, die quasi eine dritte Mattung bildet. Und immer diese 0,5 cm Abstand. Das heißt, hier wäre die Mattung, also der grüne Teil, das wäre 20,8 cm und in der Breite 8,1 cm. Und die Karte selber wäre dann 21,3 cm und in der Breite 8,6 cm. Somit würde das für die Karte selber bedeuten, eben, dass es 21,3 cm hoch ist und in der Breite 17,2 cm und dann bei 8,6 cm gefalzt. Und so konntet ihr euch quasi die Varianten berechnen. Das heißt, ihr guckt euch einfach an, wie groß ist dieses Cutting Die von der Schnittkante gemessen. Und dann könnt ihr überlegen, wollt ihr die Karte gleich groß machen wie die Mattung. Dann nehmt ihr eben diese Maße, das heißt Höhe 20,3 und dann eben diese 7,6 cm Breite einfach mal 2 gerechnet. Und dann gefalzt bei diesen 7,6. Wenn ihr eine Mattung dazugeben wollt, dann wäre das einfach 0,5 cm größer und dann die Breite eben auch mal 2 gerechnet, logischerweise. Und bei 3 Mattungen wären wir dann von der Größe vom Cutting Die bis zur Karte, wäre das 1 cm, wo ihr größer gehen müsst. Das heißt, ihr würdet in der Höhe und der Breite 1 cm dazu rechnen und dann eben auch hier die Breite mal 2, damit ihr eine Faltkarte bekommt. Das sind so die Varianten. Warum sage ich euch jetzt, ihr müsst die Größe des Cutting Dies angucken? Das Thema ist, dass die Cutting Dies nicht alle genau gleich groß sind. Ich zeige euch ein paar Varianten. Ich habe zum Beispiel hier ganz viele verschiedene Langecke. Da habe ich das effektiv genau gleich gemacht, dass ich mir die Maße einfach aufgeschrieben habe. Genau gleich hier mit diesem etwas gewellten Cutting Die. Dann gibt es hier solche mit solchen Stitched Lines, wo ihr auch 3 Varianten an Größen zum Beispiel habt. Oder dann solche, die wie, ich habe hier eine abgerundete Ecke und hier unten eine abgerundete Ecke. Und dann habe ich einen Kreis inne drinne, den ich ausschneiden kann. Ich kann die aber auch auseinanderschneiden und ganz einfach nur den Rahmen verwenden. Dann hier noch so eine mit quasi so Peekaboo-Karten. Das heißt, ich könnte dann mit diesen Elementen arbeiten und dahinter
Elemente anbringen oder was hinstempeln. Dito hier mit diesen Kreisen. Dann gibt es auch solche Stanzen, wo ich einerseits, ich könnte nur diesen äußeren Rahmen verwenden, ich könnte nur diesen mittleren oder auch nur diesen inneren oder je eben eine Kombi davon. Das ist auch eine Variante. Dann gibt es Cutting Dies, die per se quasi wie diese Fenster ausschneiden. Das heißt, als Auflagekarte hier den Rahmen draußen ausschneidet. Und dann habt ihr hier eine Schneidelinie, plus ihr habt hier drinnen auch noch so Fenster, die es euch ausschneiden würde und auch noch eine Stitchline. Und in der drinne sind dann auch noch die Elemente, im Moment noch hängen die dran, die man verwenden kann, um das Ganze zu beschmücken. In der Regel sind die zusammen mit Stempeln, das heißt, es sind dann einfach die Rahmen zu den Stempeln oder die Outlines. Die sind im Moment, die hängen noch dran, aber die kann man dann eben auch rausschneiden und dann nur diesen Rahmen verwenden. Dann, das finde ich ein ganz spannendes, weil man damit schon sehr viele Varianten hat. Ich habe hier ein äußeres Element, wo ich eine Schnittkante habe, dann habe ich eine Stitchline, dann habe ich innen einen gewellten Rahmen, die kann ich alle zusammen verwenden, aber auch einzeln. Dann habe ich hier ein Viereck mit einem Schnitt und einer Stitchline und auch noch so kleinen Fensterchen. Dann habe ich verschiedene Kreise und die sind auch super, weil sie double stitched sind. Das heißt, ich kann den inneren Teil verwenden oder auch den äußeren Teil und dann auch noch Herzen. Also wenn ihr anfangt, sowas ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil ihr damit sehr viele Möglichkeiten habt. Aber ihr seht auch von der Größe, das ist jetzt wieder Größe. Hier, das sind 20,4 cm mal 8,8 cm in der Größe und somit würde auch meine Karte eine andere Größe brauchen. Dann habe ich hier noch eine Variante, das sind so wie quasi lange Label, aber auch hier habt ihr eine Kombi-Möglichkeit, weil hier habt ihr eine Schnittlinie, hier habt ihr eine Stitchline, hier habt ihr eine Schnittlinie, hier eine Schnittlinie und hier eine Stitchline und die könnt ihr einzeln verwenden oder eben auch in Kombi. Und was für solche Slimline-Karten auch immer gut ist, wenn ihr gerade so quasi Landschaften oder eben welche mit Figuren Sachen machen wollt, wenn ihr solche Grashügel habt, Wolken und kleine Cutting Dies Wolken, wo ihr entweder nur den Rahmen ausschneiden könnt oder das Element als Ganzes. Das ist eine super Variante. Oder dann gibt es zum Beispiel hier auch solche, wo ihr könntet hier zum Beispiel einfach eine Auflagekarte und dann quasi in der Hälfte hier so eine Linie bilden, die dann quasi aussieht wie das Ende eines Umschlages. So sieht es zumindest für mich aus. Auch damit habt ihr viele Gestaltungsmöglichkeiten und das sind echt nur ein paar Beispiele, da gibt es auch noch viele mehr. Ich habe heute auch keine Karte wirklich, die ich mit euch machen werde, wie gesagt, sondern ich wollte euch einfach mal das Prinzip zeigen. Ich werde mit all denen, werde ich euch Beispiele dann in den folgenden Videos zeigen. Ich habe da auch noch ein bisschen mehr bestellt, aber ihr seht halt einfach, da habt ihr schon viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich werde euch aber auch Varianten zeigen, wie ihr solche Slimline Cards machen könnt, ohne diese Cutting Dies, sondern wie ihr mit den bestehenden Cutting Dies solche langen Elemente machen könnt, mit einem Partial Die Cutting, aber eben das dann in einem speziellen Video, damit das hier heute nicht zu lang wird. Das sind die Beispiele. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, wie ihr für so eine Karte einen Umschlag machen könnt, weil es ist jetzt nicht eine Standardgröße, wo ihr einfach so einen Umschlag dafür findet. Von dem her müsst ihr tendenziell die Umschläge selber machen, aber das geht auch ganz einfach. Ich werde euch das Beispiel zeigen jetzt für diese 9 cm x 21 cm Karte, aber ich zeige es euch so, dass ihr das effektiv für eure Karte selber berechnen könnt. Und einfach, dass ihr seht, wie das aussieht. Das ist hier unten eine Lasche, hier habe ich eine Überlappung und hier oben habe ich nochmal eine Lasche und innen drin so eine kleine Ausbuchtung, damit ich die Karte dann
wunderbar rausziehen kann. Und ihr seht, die hat echt auch wirklich genug Platz. Also da steht nichts an und die kann man dann wunderbar so verschließen. Und dann habt ihr hier einen passenden Umschlag zu eurer Karte. Wenn wir uns jetzt die Maße der Karte angucken, das ist jetzt schon zurechtgeschnitten, aber ich mache dann gleich auch noch eine mit euch. Ich wollte euch einfach zeigen, warum welche Maße benötigt werden. Dieses innere Feld hier ist die Größe von meiner Karte, nämlich die 21 cm mal die 9 cm. Jetzt will ich natürlich, dass die Karte ein bisschen Platz hat, um die reinzuschieben und rauszunehmen. Und deshalb rechne ich da immer 0,5 cm dazu. Das heißt, ich will am Schluss einen Umschlag haben, der 21,5 cm ist mal 9,5 cm. Und das ist jetzt auch wichtig für die Berechnung, weil ich nehme hier von dieser Linie hier unten zu dieser Linie hier oben sind es 21,5 cm, nämlich eben meine Kartenlänge plus die 0,5 cm. Dann habe ich oben für die obere Lasche 3 cm dazu genommen und unten für die untere Lasche 1,5 cm. Somit ergibt die Länge des Papiers, die ich brauche, die 1,5 cm plus die 21,5 cm plus die 3 cm. Das heißt, wir landen hier bei 26 cm in der Länge. In der Breite habe ich von dieser Linie zu dieser Linie hier sind es eben 9,5 cm, nämlich meine Kartenbreite die 9 cm plus 0,5 cm. Und diese 9,5 cm, die rechnet ihr durch 2, dann sind wir bei 4,75 cm. Das ist die Breite von einer Lasche. Und weil wir eine Überlappung von einem Zentimeter brauchen, damit wir die dann zusammenkleben können, ist es hier drüben die 9,5 cm durch die 2 cm plus 1 cm dazu. Das heißt, wir landen hier bei 5,75 cm. Somit braucht ihr ein Blatt, was 4,75 cm plus 9,5 cm plus die 5,75 cm ist. Und das heißt, wir sind hier bei 20 cm. Das heißt, für eine Karte von 21 cm mal 9 cm braucht ihr ein Blatt Papier von 20 cm mal 26 cm. Falzen werden wir das jeweils von den äußeren Seiten her. Das heißt, hier logischerweise bei 4,75 cm, hier bei 5,75 cm, hier bei 3 cm und hier bei 1,5 cm. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, ich habe mir schon ein Stück Papier zurechtgeschnitten, was 20 cm mal 26 cm ist. Dann nehme ich mein Schneider- und Falzbrett und eben die Länge, da brauche ich einerseits 1,5 cm und ich gucke mir das jeweils auf dieser Seite an, damit ich hier mehr Anlegefläche habe. Das heißt 1,5 cm falzen. Dann drehe ich das Ganze um und falze das Ganze bei 3 cm. Obere Lasche, untere Lasche. Ich habe im Moment hier oben, das ist meine 3 cm Lasche und von dem her, ich will hier drüben die längere Lasche haben, das heißt hier bin ich bei 5,75 cm und ist ein bisschen schwierig, weil das nicht angezeigt, aber ich gehe da einfach zwischen 5,7 und 5,8 und falze da. Dann drehe ich das Blatt einmal um, damit ich von der anderen Seite die 4,75 falzen kann. Auch hier wieder, ich nehme einfach zwischen 4,7 und 4,8, nehme ich die Hälfte und falze auch da. Und dann könnt ihr alle Ecken rausschneiden.
Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr effektiv die Falzlinien nachziehen. Und bevor ihr oben und unten noch falzt, könnt ihr, sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn ihr einen Eckenabrunder nehmt und hier alle 4 Ecken abrundet. Dann können wir das Ganze auch schon kleben. Und ich gebe hier mit Flüssigkleber, ihr könnt auch mit einem dünnen Doppelklebeband arbeiten. Ich mache das jeweils mit einem Flüssigkleber, dass ich einfach wirklich nur an der Linie entlang oder an der Kante entlang, wenn denn Flüssigkleber rauskommen möchte, da gebe ich jetzt einfach wirklich nur wenig Kleber, damit mir das dann quasi nicht über den Rand hinaus fließt. Und dann kann ich das wunderbar schließen. Und dasselbe mache ich hier unten auch noch. Und hier oben werdet ihr das natürlich nicht verschließen, sondern da könnt ihr jetzt wunderbar mit der Karte rein. Und ihr seht, die hat wirklich auch genug Platz. Jetzt ist es so, hier ist es manchmal ein bisschen schwierig, das rauszuziehen, und deshalb gucke ich mir immer an, dass ich ungefähr in der Hälfte hier mit einem 1,6er, mit einer 1,6er Handstanze einfach noch ein Loch reinmache. Und zwar eben versuchen, so ein bisschen mittig zu liegen und nur einen Halbkreis ausstanzen, nicht einen ganzen Kreis. Dann habt ihr hier wunderbar eine Ausbuchtung drin. Und so könnt ihr eben Karte reinschieben, zumachen, und ihr habt wunderbar ganz simpel einen Umschlag für diese Karte gemacht. Und das ist auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Eben, es geht darum, euch mal wieder so ein bisschen einen neuen Impuls zu geben. Versucht es mal. Ich finde die Art von Karten wirklich super. Vielleicht jetzt nicht, um das mit der Post zu verschicken, weil die haben teilweise ein bisschen höhere Tarife, wenn die Formate nicht so sind, wie die Standards sind. Aber zum Übergeben funktionieren die wunderbar. Und das war's, wie gesagt, schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, dieses Format selber auch mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich werde in den nächsten Wochen eher Karten in diesem Format machen, damit ihr da auch Beispiele dazu habt. Aber für heute war es eben nur diese Basis, und die Materialien, die ich in diesem Video verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept up.